Hallo Leute und herzlich willkommen zu Duelist Investment. Mein Name ist Alex und heute haben wir eine Kartenanalyse. Also für die, die es nicht wissen, bei einer Kartenanalyse werden wir uns eine bestimmte Karte näher unter die Lupe nehmen und ich werde euch erklären, was die Karte so besonders macht. Wir werden uns auch mit den Zahlen und Fakten beschäftigen. Mit anderen Worten, ich werde euch mein gesamtes Wissen über die Karte mitteilen und das Ganze machen wir, damit wir die Frage beantworten können: Hat die Karte Potenzial oder nicht? Ich würde mal sagen, dass ich euch die heutige Karte präsentieren werde. Und es ist keine geringere als das dunkle Magiermädchen aus DMMD in 20th Secret Rare. Ja, also ich würde mal sagen, wir beginnen wie üblich mit dem Release. Als ich die Karte zum ersten Mal gesehen habe, das war auf eBay, und da habe ich mir gedacht, wow, die Karte ist ja richtig toll, die möchte ich unbedingt haben. Aber ich wollte halt natürlich auch wissen, von wo die Karte herkommt. Und dann habe ich halt auf Google eingegeben, DMMD, und ich wollte schauen, wofür das überhaupt steht. Zu meiner Verwunderung wurde ich auf dieses Produkt hier weitergeleitet, nämlich das Duelist and Monsters Memorial Disc. Das ist eine spezielle DVD, die in Japan erschienen ist. Und wie wir hier sehen, haben wir die ganzen Protagonisten aus den unterschiedlichen Yu-Gi-Oh! Generationen. Und ja, so sieht die Rückseite aus. Wenn wir das Ganze öffnen, dann haben wir zwei CDs. Auf der rechten Seite haben wir die einzelnen Lieder, die im Yu-Gi-Oh! Anime vorkommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Duelist and Monsters Memorial Disc. Ich habe mir die DVD nie angeschaut, aber von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, scheint es irgendwie so eine Best-of-Version von den beliebtesten und tollsten Monster in Yu-Gi-Oh! Zu sein. Mit der DVD bekommt man auch das Booklet dazu. Und das Booklet, das sieht dann so aus. Und da werden die unterschiedlichen Generationen eingeteilt und hier sieht man so, welches Monster hat wie viele Stimmen bekommen. Also ganz oben haben wir das dunkle Magiermädchen mit 6617 Stimmen. Dann haben wir natürlich Slifer, den Himmelsdrachen. Und wir gehen weiter auf den Blue Eyes White Dragon, den dunklen Magier und der Red Eyes Black Dragon. Das Ganze haben wir natürlich auch für die anderen Generationen. Also das nächste ist dann Yu-Gi-Oh! GX mit Yubei. Was haben wir noch? Wir haben 5Ds mit Black Rose Dragon ganz an der Spitze und so weiter und so fort. Also wie wir hier schon sehen, das dunkle Magiermädchen ist halt sehr beliebt und das ist auch die Karte, die sich die Entwickler dann genommen haben. Im Booklet hat man dann das hier bekommen, eine versiegelte Version vom dunklen Magiermädchen. Hier steht auch auf Japanisch Black Magician Garu. Ja, also die Karte hier, die hat man aus dem hier bekommen und die bekommt man halt in der DVD. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr, wenn ihr die DVD kaufen wollt und das Magiermädchen haben wollt, dann müsst ihr die erste Welle von den DVDs holen, weil es gibt davon irgendwie mehrere Releases und nur im allerersten Release war das dunkle Magiermädchen auch vorhanden. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Ich habe schon mal eine Kartenanalyse gemacht über das dunkle Magiermädchen, genau gesagt das Magiermädchen aus DP23 in Ghost Rare, und da habe ich euch erklärt, warum das Magiermädchen überhaupt so besonders ist. Es ist halt ein nostalgisches Monster, es kommt in der zweiten Staffel von der ersten Generation vor. Sie ist auch eine der beliebtesten Monster, die es überhaupt in Yu-Gi-Oh! Gibt. Es gibt viele Frauen, die sich als Magiermädchen cosplayen und viele Männer mögen auch das Magiermädchen. Sie wird in fast jedem Duell, den Yugi beschreitet, kommt sie halt vor. Und generell, sie ist halt irgendwie das Vorzeigemädchen, das Vorzeigemonster, das es halt in Yu-Gi-Oh! Gibt. Okay, gehen wir über auf das Artwork. Also wie wir hier sehen, haben wir das originale Artwork vom Magiermädchen. Was meine ich damit? Naja, es ist so, die erste Erscheinung vom Magiermädchen auf japanischer und auf englischer Seite, das halt vor allem mit dem Artwork. Auf der englischen Seite haben wir Magician's Wars und auf der japanischen Seite, glaube ich, da war das erste Magiermädchen eine Trophy Card und die ist halt extrem teuer. Aber auf jeden Fall das Artwork, das punktet halt immer sehr gut bei den Sammlern und Collectors. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal über auf das Offensichtliche, nämlich die Seltenheitsstufe. Das hier nennt man 20th Secret Rare. Das erkennt man halt daran, naja,
der einen Seite haben wir den übertriebenen Secret Rare Effekt, der über die ganze Karte geht. Wir haben den roten Namen und wir haben einen 20. Jubiläumsstempel. Das hat eben Konami halt rausgebracht, weil sie eben das 20. Jubiläum gefeiert haben. Und es gibt eine Reihe von Karten, die in 20th Secret Rare erschienen sind. Am Anfang gab es nur relativ wenige und mit der Zeit wurden es halt immer mehr und immer mehr. Die Produktion von 20th Secret Rare ist jetzt abgeschlossen, es wird keine mehr produziert und das macht halt das Gesamte auch so besonders. Also jetzt gibt es halt Leute, die versuchen halt die ganzen 20th Secret Rare Karten zu sammeln und ja, ich wollte unbedingt das Magiermädchen holen, bevor sie zu teuer wird. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen über auf die Zahlen und Fakten. Am Anfang, als ich mir die DVD gekauft habe, da war das so, ich kann mich noch genau erinnern, dass das dunkle Magiermädchen konnte man auf eBay kaufen um $80. Ich fand den Preis sehr hoch, $80 für eine Karte, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich hier so einen Umweg nehmen und anstatt die Karte direkt zu kaufen, da kaufe ich mir doch einfach die DVD. Ich habe mir die Preise geschaut für die DVD und zu meiner Verwunderung war die DVD mit der Karte inkludiert. Die war billiger, als wenn man die Karte einfach so kauft. Also die hat $80 gekostet beim Release und die DVD, die habe ich um $60 gekauft. Das war ziemlich cool. Also da habe ich ein bisschen Geld gespart. Ich habe die DVD, das Booklet und die Karte dazu bekommen und ich habe weniger Geld bezahlt. Das ist halt richtig cool. Ich habe dann etwas gemacht, was ich dann später sehr bereut habe. Und zwar habe ich das dunkle Magiermädchen aus DMMD, nämlich die Karte, die da drinnen war, die habe ich dann verkauft. Und ja, das war halt ziemlich blöd. Ich habe es verkauft und ich habe es wahnsinnig bereut. Die Karte ist dann auch im Wert gestiegen, deutlich. Ja, dann war ich halt in ein komplettes Dilemma. Ich musste die Karte irgendwie wiederholen, aber die Preise sind immer gestiegen und ich habe halt gewartet auf einen guten Deal. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, Alex, du möchtest die Karte wirklich so sehr haben, hol sie dir einfach. Und ich habe sie mir geholt und ich habe einen sehr hohen Preis dafür gezahlt. Ich habe noch nie für eine Karte so viel gezahlt. Also das ist die teuerste Karte, die ich je in meinem Leben gekauft habe. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ca. 200 Euro nur für die Karte hier gezahlt. Das ist wirklich krass. Also 200 Euro ist eine Menge Geld nur für eine Karte. Das Krasse ist aber, dass jetzt vor kurzem wurde auf eBay ein Magiermädchen verkauft und man sieht halt nicht, um wie viel sie verkauft wurde, weil es ein Best-Offer-Angebot war, also das beste Angebot. Ich habe den Verkäufer angeschrieben, ein japanischer Verkäufer, und ich habe ihn gefragt, ob er mir sagen kann, um wie viel die Karte verkauft wurde. Er hat mir geantwortet, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und er hat mir gesagt, das letzte Stück, das hier verkauft wurde, war 850 US-Dollar. Das ist richtig, richtig verrückt. Also die Karte ist in den letzten Monaten so gewaltig an Wert gestiegen, das ist heftig. Und warum ist die Karte so krass im Wert gestiegen? Naja, man muss bedenken, es ist das Magiermädchen im Original-Artwork in 20th Secret Rare. Abgesehen von der Karte gibt es noch das Magiermädchen mit dem Moviepack Artwork in 20th Secret Rare, aber die war schon beim Release, war die schon 800 Euro wert und momentan wird sie um 2000 Euro angeboten. Also die Karte kann sich halt wirklich kein Schwein leisten, außer halt die richtig krassen Collectors. Und das Magiermädchen hier, das war lange Zeit halt viel, viel günstiger und das ist auch das viel bessere Artwork in meinen Augen. Deswegen sind auch viele Leute, haben sich halt auf das Magiermädchen hier gestürzt. Das hat dann darauf geführt, dass der Preis immer gestiegen ist, weil die Nachfrage halt so immens groß ist. Gehen wir mal über auf PSA. Es gibt von der Karte einige PSA 10er, einige PSA 9er. Ich weiß gerade nicht, wie viel es ist, ich werde es euch einblenden. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, da die Karte alleine im Preis so hoch gestiegen ist, da ist der PS10er, also der PSA 10, der ist sicherlich auch deutlich im Wert gestiegen. Und ich glaube, selbst der PSA 9er wird um ziemlich viel verkauft, was halt ziemlich heftig ist. Und ich glaube, ich kann euch jetzt keinen genauen Preis nennen, weil die letzte verkaufte Version war eben die Einzelkarte um 850 Dollar auf eBay. Das ist halt ziemlich krass. Und es kann gut möglich sein, dass sich an den PSA 10er und an den PSA 9er am Preis noch was ändert. Vielleicht werden sie steigen, vielleicht werden sie bleiben. Mal schauen. Meine Karte ist in einem, also von vorne sieht sie halt extrem gut aus.
Von hinten sieht sie auch sehr gut aus. Es gibt halt nur eine ganz kleine Macke, nämlich da unten. Seht ihr das? Das ist etwas Komisches. Also nicht der Strich ist auf der Hülle, aber da auf der Karte selber. Es ist so, als wäre es eingedrückt, aber wenn ich euch die Karte so zeige, dann erkennt man das fast gar nicht. Man muss da schon mit richtig starkem Licht drauf glänzen. Also ich werde die Karte definitiv zu PSA schicken, einfach weil ich sie eingecased haben möchte. Also die ist halt schon sehr wertvoll. Ich möchte nicht, dass sie einfach da lose rumhängt. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich eine PSA 9 wird. Und damit wäre ich auch vollkommen zufrieden. Mal schauen, was aus der Karte wird. Okay, ich hoffe, ihr konntet. Oh ja, jetzt habe ich die Frage vergessen. Also in meinen Augen, ich habe ja die Karte gekauft, bevor sie extrem im Preis gestiegen ist. Und ich war damals schon der Ansicht, dass die Karte was Besonderes ist und dass viele Leute sich darauf stürzen werden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Ausmaß erreichen wird. Aber im Endeffekt, also um die Frage zu beantworten, ja, die Karte hat definitiv Potenzial. Und jetzt wird sich halt die Frage stellen, ob die Karte weiterhin den Wert erhalten wird oder ob sie sinken wird oder nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns dann. Peace.